Digitalpianos der Oberklasse. In dieser Testreihe schauen wir uns hier das Nord Grand des schwedischen Herstellers Klavier an. Das Nord Grand könnte man in diesem Aufbau vielleicht für ein Homepiano halten. Also es hat ja so eine Holzoptik. Es gibt sogar noch ein Holzgestell dazu mit Dreifachpedal. Dann gibt es so Lautsprecher. Alles sieht ein bisschen anders aus, aber im Prinzip hat man ein Piano, das man auch zu Hause spielen kann. Ja, und viele finden das ja auch interessant, ein cooles Stage-Piano für zu Hause. Also schauen wir uns das mal an. Es hat akustische Pianos wie E-Pianos und die Besonderheit, das Nord Grand ist eigentlich ein großes Nord Piano 4. Allerdings ist hier eine Kawai-Tastatur eingebaut. Das ist ja schon mal ziemlich interessant. Und ja, wie spielt es für dich? Ich muss sagen, ein bisschen ungewohnt. Man merkt, dass es auf jeden Fall eine bessere Tastatur ist als in den Modellen zuvor bei Klavier. Die Kawai-Tastatur, die fühlt sich natürlich angenehm an, aber ich glaube, dass es sich da um eine modifizierte Kawai-Tastatur handelt. Ist in der Tat so, weil sonst kommst du ja mit den Kawai-Digitalpianos gut klar. Auf jeden Fall, ja. Ne? In unseren anderen Tests war das immer tipptopp. Und hier ist es tatsächlich so, es gibt die graduierte Gewichtung nicht und die Druckpunktsimulation ist nicht da. Okay. Und ja, das wäre jetzt mal interessant von dir zu hören, wie du das einschätzt und wo die Unterschiede für dich liegen. Ja, also bei einer ich sag jetzt mal, nachempfundenen Klaviertastatur bei den Digitalpianos ist ja oft so, dass wie am Klavier oder am Flügel die Tasten im Bassbereich, also auf der linken Seite, schwerer sind und dann nach oben hin immer leichter werden. Ja? Das habe ich jetzt hier nicht. Also hier sind wirklich alle Tasten gleich schwer, sowohl die schwarzen wie die weißen, aber auch die tiefen wie die hohen. Ja? Und das führt natürlich dazu, dass man, wenn man das gewöhnt ist, vielleicht an einem Digitalpiano zu spielen, was diese Mechaniken besitzt, oder auch an einem Klavier oder Flügel, dass dann natürlich man sich wundert, wenn die oberen Tasten genauso schwer sind wie die unteren, ja, und man dann das Gefühl ein bisschen verliert. Also ich muss diesen hier, dieses GF oben, ich muss die gleiche Kraft aufwenden, wie wenn ich jetzt quasi an einer anderen Stelle spiele, an der Tastatur. Und das führt natürlich dazu, dass es ein ungewohntes Spielgefühl ist. Ja? Ich verstehe den Ansatz, dass man natürlich hier ein Gesamtkonzept verfolgt mit E-Pianos und noch anderen Sounds, die man da benutzt, Fender Rhodes, Wurlitzer etc. Und dementsprechend auch für alle Sounds ein Konzept quasi bieten muss. Ich schätze auch, dass das der Hintergrund ist, weil ein Fender Rhodes oder ein Wurlitzer kennt keine graduierte Hammermechanik. Das gibt's da nicht, und auch keine Druckpunktsimulation. Natürlich Holztaste auf einer Wippe, aber sehr simpel. Ja. Und deswegen spielen die sich auch so eigenartig. Die Sounds müssen wir uns auch unbedingt anschauen, aber vielleicht gehen wir einfach mal die Akustikpianos durch. Es gibt jede Menge Sounds hier drin, die sind im Unterschied zum Nord Piano 4 sind die hier auch alle in diesen XL-Versionen drin. Man kann die ja per Software in das Gerät laden. Also man kann seine eigene Soundauswahl treffen. In der Nord Library gibt es da ganz viele Piano-Sounds. Und die lädst du hier rein und hast dann ein bestimmtes Setup für einen bestimmten Gig oder für eine bestimmte Situation oder eben deine Lieblingssounds. Ne? Ja. Das finde ich schon mal ganz cool. Ja, auch ein bisschen natürlich im Verhältnis zu anderen Herstellern ein etwas ungewöhnliches Bedienkonzept, mit dem man sich auch erstmal anfreunden muss. Ja, man weiß gar nicht, wo man jetzt zuerst drücken soll, oder? Man denkt, man hätte besser einen Flugschein gemacht. Genau, also ich habe meinen Flugschein nur im Microsoft Flight Simulator gemacht, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus wie ein richtiger Pilot. Okay, gehen wir doch einmal diese Sektion durch. Wir haben hier einmal die Piano-Sektion. Hier befindet sich alles an Akustik- und E-Pianos. Dann gibt es den Sample Synth. Das ist eine Sektion mit gesampelten Sounds. Da gibt es dann Strings, Orchester-Sounds und Synthes, Orgeln. Auch Vintage-Sounds, das ist auch sehr schön. Das ist auch vielleicht eine Besonderheit, die man erwähnen müsste, weil Nord auch die Original-Library von der Mellotron Company benutzt. Okay. Die ist ja auch in Stockholm ansässig und die hat man hier auch so von den Original-Tapes gesampelt sogar. Das ist schon eine kleine Besonderheit. Klingt gut, ja. So, wie komme ich denn jetzt auf einen zweiten Klaviersound?
Also das ist eigentlich ganz einfach. Hier wählst du die Klangart vor, das ist der Grand, und mit diesem Knopf kannst du dann durch die verschiedenen Sounds wählen. Und das wäre das 3D Grand. Ja, perlt auch schön, würde ich mal sagen. Klingt schön luftig und leicht. Ja, oder das danach kommt, wie heißt es, Velvet Grand. Das erinnert mich jetzt eher an so einen kleineren Flügel, wie man den in einem Jazzclub findet. Klingt auch so ein bisschen, ja, ein bisschen unrund vielleicht. Ne? Er hat so kleine Macken, wie eben so ein durchgespielter Flügel in einem Jazzclub hat. Kann man so sagen, ja. Also man würde sagen, vielleicht Charakter. Ja, könnte man sagen. Ja, genau. Also man hat doch deutlich unterschiedliche Pianoklänge, was cool ist und auch interessant ist. Und da kann man auch noch mal schauen, ob man mit dem einen oder anderen vielleicht dann auch ein bisschen besser zurechtkommt. Ja, ja, also das, was mir gefällt, sind diese Charaktere zum Beispiel, dieser lebhafte Sound. Ich glaube, dass es für Klassikleute nicht durchgeht. Also wenn man jetzt diesen White Grand dann nochmal, das habe ich eben probiert, wenn man da oben in die höheren Oktaven reingreift, dann hört man schon, dass das nicht so genau getuned ist. Da ist dann mal einer mehr auf Schwebung und der nächste weniger. Vielleicht dann so eher für Filmmusik gedacht oder so, wo es vielleicht auch ein bisschen mehr Charakter vielleicht im Zusammenhang gespielt klingt das super. Das ist schön füllig und es hat schöne Höhen, wunderbar. Aber da ist dann halt so leicht ausgetunt. Gut, es hat ja auch noch E-Pianos. Genau. Die sollten wir uns unbedingt angucken, weil das finde ich von den Nord-Instrumenten eigentlich ist es eine echte Stärke. Also gucken wir mal hier, Electric Pianos, was haben wir da? Ja, das ist ein Mark I Rhodes Piano. So ein bisschen dumpf. Ja, und aber trotzdem Höhen. Also man sagt ja nicht dumpf, sondern mellow. Ja, also durchsetzungsstark und auch sehr, ja, wie soll man sagen, verschiedene Facetten auch von der Klangästhetik. Also auf jeden Fall ja, schön, gut klingt. Schön. Was gibt's denn da noch? Ah, das ist schon ein bisschen härter. Das ist eher rockig, ne? Wahnsinnig, wie viele Klangfarben es vom Rhodes gibt. Ne? Also die Rhodes sind wirklich sehr, sehr umfangreich gesampelt und bieten ganz viel verschiedene Klangästhetiken. Und man hat halt, das ist natürlich das Coole jetzt an diesem Bedienkonzept, dass man in diesen Sektionen die Klänge dann nochmal einzeln färben kann mit Effekten, mit einem Equalizer, ja, genau. mit einem Delay, mit einer Amp-Simulation und einem Reverb. Das geht natürlich auch bei anderen Marken, aber dieser direkte Zugriff ist wahrscheinlich auch so der Hintergrund des Konzepts, dass gerade für solche E-Piano-Klänge oder Alternativklänge zum Klavier man dann natürlich einen ganz anderen Zugriff hat und dann auch natürlich vielleicht eher sich damit beschäftigt, als vielleicht, wenn man nur auf einem kleinen Display das sieht und dann wirklich gucken muss, dass man da durchschaltet. Man muss ja auch nicht immer alles von Pike auf einstellen. Man hat ja hier die Möglichkeit, Setups zu speichern und den habe ich eben gefunden. Den Piano-Sound fand ich sehr schön. Der hat so einen schönen Tremolo und ein bisschen Chorus, glaube ich. Gut, der Name ist Programm, Nefertiti, MK1. Füllt, super schön. Ja, klingt gut. Ja, ich würde das gerne mal probieren. Ich meine, da ist noch, da steckt noch ein bisschen mehr im Sound. Also wenn man den so soft spielt, ist der super schön. Erstmal füllig.
Finde ich sehr schön, aber da ist ja noch... So ein Rhodes hat ja noch ein bisschen Biss. Also das brät so richtig ab. Das brät schon rein. Das finde ich schon richtig gut. Also wenn man dann hier vielleicht noch mit dem Wah-Wah-Pedal was macht. Wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es okay, aber dann muss man das Control-Pedal anschließen. Dann habe ich hier jetzt dieses Pedal und kann... Also da steckt schon ganz schön Saft drin. Ja, auf jeden Fall, ja. Man kann da echt was rausholen. Dann sehe ich hier auch noch so diesen Timbre-Filter-Einstellungen. Und da kann man so einen Dyno-Effekt haben. Und das hört man auch. Ich mache mal das Wah-Wah aus, Tremolo an. Oh, da kann man noch mal was rausholen. Ja, da kommt schon gut was rüber, ja. Ja, und ich muss echt sagen, also das erinnert mich schon eher an einen Rhodes. Also das ist eine Spieltechnik, die man, so Crushed Notes spielt man. Das ist eher Ghost Notes eigentlich. Das kommt sehr gut und das kann ich auf einer graduiert gewichteten Tastatur schwer nur spielen. Da müssen die schön leicht laufen. So ein Rhodes, das läuft ja total, ist komisch leicht. Es ist am Ende die Frage, ob man sich mit diesem Kompromiss anfreunden kann, dass die Klaviersounds natürlich mit so einer Tastatur wahrscheinlich eher nicht optimal zu spielen sind und dafür aber die E-Pianos wahrscheinlich einen Vorteil haben. Das muss dann jeder am Ende für sich selbst entscheiden, was die beste Wahl ist dann für einen selbst. Ja. Absolut, absolut. Was mir gefällt, ist diese Betonung, die da drin liegt. Schon geil. Klingt schon sehr Steely Dan-artig, ja. Ja. Wobei es irgendwie komisch klingt. Ich glaube, das Wah-Wah-Pedal ist noch unten. Ja, das ist irgendwo noch. Also das Bedienkonzept ist sehr, sehr intuitiv, wenn man sich damit beschäftigt hat. Ja, das finde ich auch. Was mich stört tatsächlich, das ist dieses Durchschalten. Und dann gibt es hier Situationen, wo dann 2 LEDs leuchten, wo hier schalte ich wieder durch, dann gibt es noch eine Variation, eine dritte, die dahinter liegt, also Tremolo 1, 2 und das ist Nummer 3. Das finde ich noch ganz schön verwirrend, vor allem wenn man in der Hektik da mal so durchschaltet und schaltet immer drüber weg. Das nervt. Das nervt und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es gibt zwar LED-Leuchten, die einem anzeigen, wo man gerade ist, aber gerade die Knöpfe, die das ausführen, sind nicht immer beleuchtet. Also gerade auf einer dunklen Bühne muss man schon dann genau wissen, wo man hindrückt. Ja, das sollte man, so ein bisschen Licht braucht man. Sehr schöner Sound. Klingt toll, ja. Wunderschön. Den gibt es bestimmt auch noch glockiger. Wow, das klingt aber schon anders. Sehr schön glockig. Und auch wunderschön glockig.
in den oberen Lagen jetzt. Und so weiter, wunderschön. Toller Sound, das ist wirklich das EP5 Bright Tines XL. Super Sound. Und dann mit diesen Timbre-Einstellungen, dem Dyno-Filter, Dyno Rhodes. Damit kann man wirklich tolle Sachen machen. Sehr schön. Klingt cool. Ja, bin begeistert. Okay, das Nord Grand. Ich glaube, wir haben zwei verschiedene Meinungen. In gewisser Weise. Als Akustikpianist ist es wahrscheinlich, kommt es bei dir nicht so richtig an. Zündet nicht. Es zündet nicht ganz. Man muss natürlich sagen, dass diese Tastatur natürlich eine absolute Weiterentwicklung ist zu den Tastaturen, die bei Klavier bisher benutzt wurden. Von dem her sehr gut, auch die Entscheidung mit einer Kawai-Tastatur. Aber natürlich alle Tasten gleich zu graduieren etc. und die viele Funktionen rauszunehmen, Druckpunkt etc. ist natürlich etwas, was man sich bewusst sein muss, wenn man das fürs Klavierspielen benutzen möchte mit einem Klaviersound. Ja. Genau, ist ja eine wichtige pianistische Technik, die ist unverzichtbar. Auf meiner Seite ist es so, die Akustikpianos finde ich reizvoll und charmant. Die haben schönen Ausdruck und zum Begleiten und mal ein Solo spielen wunderbar. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber der Kick sind für mich die Rhodes Sounds. Die finde ich einfach richtig gut. Und sehr toll mit diesen Filtern. Also das fühlt sich auch dann tatsächlich über diese Tastatur ganz wunderbar an. Also ich komme damit gut klar. Ja, also ich denke, das ist auch das Konzept, was Klavier verfolgt, dass man irgendwie alles aus einer Hand bekommt und natürlich direkten Zugriff hat auf die Effekte und dementsprechend natürlich auch das ganze Gerät so eine All-in-One-Lösung ist, auch mit diesen auch modischen Lautsprechern. Ja, da kommen wir natürlich All-in-One, da gehört immer der Preis dazu. Wenn es dann dazu kommt, der Price Point ist natürlich dann auch noch mal ganz schön. Ja. So schön als auch alles ist, aber das Gerät allein, also als Stage-Piano 3.600 ungefähr, dann diese Monitore, die sind ja abgestimmt auf den Sound, die lassen sich ja hier fest montieren. Das ist, glaube ich, wenn man live auf der Bühne spielt, ist das richtig Luxus. Ja. Man sitzt im Sweet Spot und das ist auch zu Hause ganz toll. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt für zu Hause dann so die Lösung ist. Weiß ich nicht. Ist Geschmackssache. Geschmackssache. Es gibt, glaube ich, auch noch ein Gestell für zu Hause. Genau. Dann sieht es wirklich wie ein Heimpiano aus. Da muss man dann nochmal drauflegen. Also da sind wir dann irgendwann so inklusive Speaker und Stativ bei 4.600 € irgendwo. Ist ja immer in Bewegung der Preis, aber das ist schon echt eine Kante. Ist eine Hausnummer, ja. Ich denke, es gibt viele Leute, die Klavier-Fans sind und vielleicht sich das Gerät mal anschauen. Und auch wir haben unser Thema auf jeden Fall gefunden für heute. Auf jeden Fall. Ja.